Hallo meine Freunde. Willkommen zurück bei Kostenlos Deutsch üben. Ich bin Eddie. Viele Menschen schauen jeden Tag Filme, aber nur wenige wissen, wie man Filme nutzt, um wirklich Deutsch zu lernen. In dieser Folge zeige ich dir, wie du Filme auf clevere Weise nutzen kannst, um schneller Deutsch zu lernen. Ich gebe dir 5 klare Tipps, die du noch heute befolgen kannst. Fangen wir an. Alles klar. Filme sind nicht nur Unterhaltung. Filme können erstaunliche Deutschlehrer werden, denn sie geben dir echte Geschichten, echte Gefühle, echte Gespräche und echte Probleme zwischen Charakteren. Wenn du einen Film schaust, hörst du Menschen zu, die natürlich sprechen. Du hörst den echten Rhythmus der deutschen Sprache. Du hörst, wie Muttersprachler Wörter verbinden, wie sie Fragen stellen, wie sie Emotionen zeigen und wie sie in verschiedenen Situationen reagieren. Das ist etwas, das wir aus normalen Büchern nicht bekommen können. Bücher sind nützlich, ja, aber sie fühlen sich manchmal zu formell an. Filme fühlen sich lebendig an. Filme zeigen Deutsch im echten Leben. Es gibt auch etwas sehr Interessantes an Filmen. Filme lassen dich Emotionen fühlen. Wenn du Emotionen fühlst, erinnert sich dein Gehirn besser. Vielleicht hast du eine Filmszene, an die du dich noch nach vielen Jahren erinnerst. Du erinnerst dich daran, weil die Szene dich zum Lachen oder Weinen gebracht hat oder du dich aufgeregt hast. Dein Gehirn merkt sich Dinge, die dich etwas fühlen lassen. Deshalb kann das Deutschlernen durch Filme sehr stark und sehr natürlich sein. Filme lehren dich auch Kultur. Sprache ist nicht nur Grammatik und Wörter. Sprache ist auch, wie Menschen leben. Wenn du Filme schaust, lernst du, wie Menschen mit Freunden, Familien, Lehrern, Kunden, Ärzten und Fremden reden. Du lernst, wie Menschen Respekt zeigen. Du lernst, wie Menschen sich entschuldigen. Du lernst, wie Menschen Liebe, Überraschung oder Wut zeigen. Das sind Dinge, die wir für echte Kommunikation brauchen. Filme helfen auch deinen Hörfähigkeiten. Du hörst, wie Menschen schnell sprechen. Du hörst, wie sie Wörter verbinden. Du hörst verschiedene Akzente. Du hörst natürliches Deutsch mit natürlicher Geschwindigkeit. Zuerst mag es sich schwierig anfühlen, aber mit der Zeit wird dein Ohr stärker. Dein Hörverstehen wird besser, und wenn dein Hörverstehen besser wird, wird auch dein Sprechen besser. Filme helfen auch beim Wortschatz. Du musst keine langen Listen auswendig lernen. Du hörst die Wörter einfach in der Geschichte. Du verstehst die Bedeutung, weil du siehst, was passiert. Wenn du die Bedeutung in der Geschichte verstehst, merkt sich dein Gehirn das Wort ohne Stress. Filme sind also nicht nur zum Spaß da. Filme können dir helfen, echtes Deutsch, natürliches Deutsch und nützliches Deutsch zu lernen. Jetzt lasst uns darüber sprechen, den richtigen Film oder die richtige Serie auszuwählen. Viele Lerner wählen Filme aus, die zu schwierig sind. Sie wählen Filme mit sehr schnellen Gesprächen, sehr starken Akzenten oder schwierigem Vokabular. Dann werden sie müde. Dann hören sie auf. Und das ist traurig, denn Lernen durch Filme sollte Spaß machen. Also wähle etwas Einfaches. Wähle etwas, das dir gefällt. Wähle eine Geschichte, die sich für dich angenehm anfühlt. Animation ist immer eine gute Wahl, weil Charaktere klar und langsam sprechen. Einfache Komödien und Familienshows sind auch gut. Wenn du etwas wählst, das du liebst, wirst du weiter schauen und du wirst mehr lernen. Es ist auch sehr hilfreich, etwas auszuwählen,
das du bereits kennst. Zum Beispiel, wenn du einen Film bereits in deiner Sprache gesehen hast, kannst du ihn auf Deutsch nochmal schauen. Weil du die Geschichte kennst, kann sich dein Gehirn auf die Sprache konzentrieren. Das macht dein Lernen leichter und schneller. TV-Serien sind manchmal sogar besser als Filme. Warum? Weil du in einer Serie immer wieder dieselben Charaktere siehst. Du hörst dieselben Stimmen, denselben Sprechstil und dieselbe Art von Humor oder Emotion. Diese Wiederholung hilft deinem Hörverstehen, natürlich zu wachsen. Okay. Jetzt lasst uns über Untertitel sprechen. Viele Lerner fragen, soll ich Untertitel benutzen oder nicht? Sind Untertitel gut oder schlecht? Untertitel sind nicht schlecht. Untertitel sind hilfreich, wenn du sie richtig benutzt. Der beste Weg ist, deutsche Untertitel zu benutzen, nicht Untertitel in deiner eigenen Sprache. Warum? Weil wenn du deutschen Text siehst und gleichzeitig deutsche Laute hörst, verbindet dein Gehirn das Wort mit dem Laut. Du hörst, du lernst Rechtschreibung, Aussprache und Bedeutung gleichzeitig. Das hilft deinem Lernen, schneller zu werden. Wenn du Untertitel in deiner eigenen Sprache benutzt, wird dein Gehirn faul. Du liest deine eigene Sprache und hörst auf, Deutsch zu hören. Also ist es besser, deutsche Untertitel zu benutzen. Am Anfang kannst du alles mit deutschen Untertiteln schauen. Das ist in Ordnung. Das ist kein Betrug. Das ist Lernen. Nach einiger Zeit, wenn du dich ein bisschen stärker fühlst, kannst du langsam weniger auf die Untertitel schauen. Du kannst versuchen, zuerst zuzuhören und dann nur bei Bedarf auf den Untertitel zu schauen. Später, wenn du selbstbewusster wirst, kannst du versuchen, kurze Teile ohne Untertitel zu schauen. Nicht den ganzen Film, nur 1 oder 2 Minuten. Diese kleine Herausforderung hilft deinem Ohr, stärker zu werden. Denk daran, Lernen ohne Untertitel ist kein Rennen. Geh langsam vor. Mach dich nicht verrückt. Das Ziel ist Fortschritt, nicht Perfektion. Jetzt möchte ich über eine sehr wichtige Frage sprechen, wie man eine Szene intensiv studiert. Es gibt eine sehr nützliche Methode namens Szenenwiederholung. Das bedeutet, du wählst eine kurze Szene aus einem Film oder einer Serie und studierst sie im Detail. Die Szene kann 30 Sekunden, 1 Minute oder 2 Minuten lang sein. Du schaust dir die Szene über 2 oder 3 Tage viele Male an. Wenn du dieselbe Szene wiederholst, lernt dein Gehirn die Laute, Wörter und den Rhythmus tiefer. Zuerst schaust du die Szene normal. Schau einfach und genieße. Dann schaust du sie nochmal mit deutschen Untertiteln, um alles klar zu verstehen. Danach kannst du versuchen, einige Sätze aus der Szene zu wiederholen. Das nennt man Shadowing. Du hörst dem Schauspieler zu und sprichst gleichzeitig. Du versuchst, die Stimme, den Ton, die Geschwindigkeit und das Gefühl zu kopieren. Du musst nicht perfekt sein. Du versuchst es einfach. Diese Übung hilft deinem Sprechen, sich natürlich zu verbessern. Am nächsten Tag wiederholst du die Szene erneut. Jedes Mal wird das Deutsch vertrauter und leichter. Szenenwiederholung ist ein sehr starkes Lernwerkzeug. Jetzt ist es Zeit für die 5 einfachen Tipps. Diese Tipps sind leicht zu befolgen und funktionieren für alle Niveaus, besonders für A1 und A2. Tipp Nummer 1: Schau zuerst für die Geschichte. Wenn du einen neuen Film oder eine neue Episode schaust,
halte nicht jede Sekunde an. Denk nicht zu viel nach. Schau einfach die Geschichte. Wenn du die Geschichte verstehst, wird die Sprache leichter. Dein Gehirn entspannt sich und lernt schneller. Tipp Nummer 2: Schau nochmal für die Sprache. Wenn du das zweite Mal schaust, achte mehr darauf. Hör genau hin. Achte darauf, wie Menschen sprechen. Achte darauf, wie sie Hallo sagen, wie sie eine Frage stellen, wie sie zustimmen oder nicht zustimmen, wie sie Emotionen zeigen. Das ist die Zeit, um Ausdrücke zu lernen, nicht beim ersten Mal. Tipp Nummer 3: Wiederhole kurze Sätze. Wenn du einen klaren und nützlichen Satz hörst, pausiere das Video. Wiederhole den Satz laut. Sprich mit demselben Ton. Versuche, den Rhythmus zu fühlen. Dein Mund lernt durch Tun, nicht durch Denken. Okay, das wird deinem Sprechen helfen, natürlicher zu werden. Tipp Nummer 4: Führe ein sehr kleines Notizbuch. Schreibe nur kurze, einfache Ausdrücke auf, die du im echten Leben benutzen möchtest. Schreibe keine langen Listen. Schreibe nicht zu viele Wörter. Schreibe einfach Ausdrücke wie: Ist das dein Ernst? Das ist großartig. Können wir später reden? Bis bald. Ich bin nicht sicher. Das sind einfache und nützliche Sätze. Dann versuche, diese Ausdrücke in deiner Woche zu benutzen. Und Tipp Nummer 5: Schau kurze Clips, wenn du beschäftigt bist. Du musst nicht jeden Tag einen ganzen Film schauen. Selbst 3 Minuten können helfen. Du kannst eine kleine Szene auf YouTube schauen. Du kannst einen Trailer oder einen kurzen lustigen Clip schauen. Kurze Clips sind perfekt für schnelles Üben und Wiederholen. Kleine Schritte jeden Tag sind wichtiger als große Schritte einmal pro Woche. Alles klar. Nun fühlen sich einige Lerner frustriert, wenn sie Filme schauen. Sie versuchen, jedes einzelne Wort zu verstehen. Sie werden nervös, wenn sie etwas verpassen. Aber du musst nicht jedes Wort verstehen. Selbst Muttersprachler verstehen nicht alles in jedem Film. Das Ziel ist gutes Verständnis, nicht perfektes Verständnis. Okay. Ein anderes Problem ist, einen Film auszuwählen, der zu schwierig ist. Wenn sich der Film zu schnell, zu kompliziert oder zu traurig oder düster anfühlt, wähle etwas Einfacheres. Es ist keine Schande, einfache Inhalte zu wählen. Einfache Inhalte helfen dir, mehr zu lernen. Ein weiterer Fehler ist passives Schauen. Wenn du nur zuschaust und nie wiederholst oder nie versuchst, neue Wörter zu bemerken, dann lernst du sehr langsam. Versuche, ein aktiver Lerner zu sein. Wiederhole ein paar Sätze. Schreibe 1 oder 2 Ausdrücke auf. Mache ein bisschen Shadowing. Kleine Aktionen können einen großen Unterschied machen. Alles klar, bevor wir enden, möchte ich dir noch eine weitere Nachricht geben. Deutschlernen durch Filme geht nicht nur um Sprache, es geht auch um Freude. Wenn du die Geschichte genießt, wenn du dich entspannt fühlst, wenn du dich mit den Charakteren verbunden fühlst, lernst du schneller und du lernst tiefer. Mach dir keine Sorgen, wenn dein Deutsch nicht perfekt ist. Mach dir keine Sorgen, wenn du einige Wörter verpasst. Mach dir keine Sorgen, wenn du Untertitel brauchst. Jeder fängt mal an. Okay. Das Wichtigste ist, mach weiter. Schau jeden Tag ein bisschen. Hör mehr zu, wiederhole ein wenig und genieße den Prozess. Dein Hörverstehen wird sich verbessern.
Dein Sprechen wird natürlicher werden und du wirst selbstbewusster werden. Vielen Dank, dass du eine weitere Folge von Kostenlos Deutsch üben gehört hast. Ich bin Eddie und ich hoffe, du hast etwas Nützliches gelernt. Bis zum nächsten Mal, lern weiter, wachse weiter und glaub weiter an dich selbst. Tschüss für jetzt.